Rauschhafte Zustände, Licht- und Farbexplosionen. Das alles erlebten Konsumenten auf LSD. Und genau diese Wirkung will sich Matthias Liechti vom Universitätsspital Basel zunutze machen. Der Pharmakologe führt erstmals eine größere LSD-Studie durch. Unter anderem mit Krebspatienten, die unter extremen Angstzuständen leiden, oder Menschen mit schweren Depressionen. Vorher konnte er die Wirkung der Hippie-Droge bereits an gesunden Menschen untersuchen und fand heraus, LSD lindert Angst. Wenn man einer Versuchsperson Bilder zeigt, die Angst zum Ausdruck bringen, also grosse Augen, verzerrtes Gesicht, dann leuchtet es im Hirn in speziellen Gegenden. Das ist in der Amygdala, das ist also quasi ein Angstzentrum, oder? Und interessanterweise nimmt das Leuchten unter LSD im Vergleich zu Placebo ab. Also entgegen dem, was man vielleicht erwarten würde, dass das ja einen Horrortrip auslöst, das ist eben gar nicht so. Angstauslösende Wirkung im Hirn nimmt ab. Sollte LSD die Stimmung der Patienten tatsächlich langfristig aufhellen, hätte das einige Vorteile. Denn Antidepressiva beispielsweise müssen täglich eingenommen werden. Das weiß auch Fritz Tschirren. Der Berner litt lange Zeit an einer schweren Depression. Medikamente und Gesprächstherapien halfen nicht. Dann nahm er innerhalb von 2 Jahren an 8 LSD-Behandlungen teil. Jede Einnahme war exakt dosiert. Das vertrieb die dunklen Wolken. Schon am anderen Tag fühlt man sich wie neugeboren. Vor allem, wenn man Depressionen hat, dann weiss man ja den Unterschied. Man kommt aus dieser grauen Masse raus, aus dieser grauen Welt raus und sieht plötzlich wieder, wie farbig eigentlich die Welt ist. Man hat wieder Freude am Leben. Psychiater Peter Gasser hat Fritz Tschirren bei den Behandlungen begleitet. Auch an der neuen Studie ist er beteiligt. Während der LSD-Behandlungen bleibt Gasser bis zu 12 Stunden an der Seite seiner Patienten. Auch um sicherzugehen, dass keine Unfälle passieren. Wenn der Patient mich etwas fragt oder ich etwas sagen muss oder intervenieren muss, jemandem helfen durch eine schwierige Situation, Angst beispielsweise, dann ist das auch eine therapeutische Erfahrung. Und deswegen ist es wichtig, dass zu dieser Therapie gehört die Begleitung. LSD wird nie ein Medikament werden, das man den Leuten nach Hause gibt und sagt, ja, nächste Woche reden wir darüber, sondern das wird immer eingebettet sein müssen in eine Therapie. Die ehemalige Flower-Power-Droge, ein Wundermittel? Wir fragen den Chefarzt der Psychiatrie an der Universität Bern. Auch er findet es grundsätzlich gut, dass die Wirkung von LSD jetzt breiter untersucht wird. Er warnt jedoch davor, die Wirkung der Substanz zu verklären. Das LSD selber Gefahren hat, zum Beispiel ist noch LSD die Erkennung von komplizierten Emotionen, von Sozialverhalten gestört. Das andere ist auch, dass unterschiedliche Leute sehr unterschiedlich auf LSD wirken, dass doch, wenn man dann das ins Breitere größere Stichproben macht, dass dann doch wieder Angstzustände auftreten können. Und dann hat es früher doch auch Psychose induziert, leichte, also der Realitätsbezug schwächer ist worden und nicht stärker. Das sind immer noch Risiken, die man dann in diesen Studien eben abklären muss. LSD. Der Weg von der Hippie-Droge zum anerkannten Medikament in der Psychotherapie ist noch weit. Doch sollte die derzeitige Forschung gute Ergebnisse bringen, könnte LSD in neuem Licht erscheinen.